I'm sorry. Now we can go on. So you always have 2 points of view, and you always start with an introduction, and then you present the view that you do not support. So if you think selfies are okay, you start with selfies are not okay. Then you have like the turning point. On the other hand, then you support your view, like everybody does it, blah, blah, blah. And then you end it. I'll show you in a second, don't worry about it. So if you have a look at exercise C, and we have 4 sentences, and I want you to find out where could these sentences go. Where could be the point to insert those sentences? Maybe you need to click pause for a second and find that out. So, where do you think the first sentence could go? So they feel that selfies are a bad idea. I think it could go right after A. If you post your selfie on social media and nobody likes it, it can be depressing, so they feel that selfies are a bad idea. So, what about although the word selfie is new, self-portraits aren't? I think that could go directly after D, like, in other words, selfies are modern day self-portraits. Although the word selfie is new, self-portraits aren't. Why should I? They make people smile. I think that can go after C. Like lots of famous people, I take them because they are fun. Why should I? They make people smile. And the last one, I think that could go after B. We post them on social media to show other people what we are like and what we're doing. They started around 2002 with the first camera phones. So that's what I think. Now we will have to turn the page. I want you to go to page 177. So open your books on page 177. I'll just read it with you and give you some ideas, and then I'll let you work. So, oft sollst du zu strittigen Fragen, for example, getting a tattoo, getting a piercing, something like that, schriftlich Stellung nehmen und deine Sichtweise überzeugend darlegen. Zeige dabei, dass du dich gründlich mit dem Thema beschäftigst und die Pro- und Kontra-Argumente abgewogen hast. Preparing your text. Sammle zuerst alle Argumente. Also ihr müsst da auf jeden Fall eine Art Mindmap machen. Und als Tipp gebe ich euch, wenn ihr die 2 Listen sammelt, also Pro und Contra, dann sucht ihr euch die Position, den Standpunkt raus, für den ihr mehr Argumente habt. Auch wenn ihr eigentlich der anderen Meinung seid. Jetzt sucht ihr euch aus eurer Liste die besten Argumente aus. Manchmal hat man ja mehr, aber die sind manchmal so ein bisschen komisch. Das heißt, ihr sucht euch die 2, 3 stärksten Argumente raus, markiert die in eurer Aufzählung, in eurer Mindmap, in eurer Liste. Und wie funktioniert das jetzt? Also hier schauen wir uns mal die rechte Seite an. Ihr müsst eine Introduction schreiben. Hier steht jetzt als Thema, Should computer games be a school subject? Als Tipp gebe ich euch hier unten die Useful Phrases, die seht ihr. Man kann immer dieses Thema nehmen und einfach a lot of people think oder many people think oder you often hear people say that und dann verwurschtet ihr euer Topic. A lot of people think that computer games should be a subject at school. You often hear people say that computer games should be a subject at school. Or, so the question is, should computer games be a subject or not? Also ihr versucht, das einfach zu verwursten. Dann geht's los. Und wie gesagt, ihr fangt mit dem Standpunkt an, für den ihr nicht seid. Und hier fangt ihr mit dem stärksten Argument an. Warum? Weil, wenn dann die Person das alles durchgelesen hat,
und die ist ganz am Ende, hat die das stärkste Argument, das gegen eure Meinung spricht, schon wieder vergessen. So, also ihr fangt an, first argument, second argument, third argument. Dann kommt dieses, was ich euch gesagt habe, dieser Turning Point. On the other hand, seht ihr gleich unten, wenn wir uns die Box angucken, dann kommt der Standpunkt, für den ihr seid. Da fangt ihr mit dem schwächsten Argument an und am Schluss kommt das stärkste Argument. Warum? Das bleibt dem Leser am meisten im Kopf und so überzeugt man jemand, indem man am Anfang das sagt, was man will, dass die Person ganz schnell vergisst und am Schluss das Wichtigste. So, wie schreiben wir jetzt unseren Text? Das seht ihr bei B. Also wie gesagt, ihr fangt an mit der Introduction. Da muss man halt kurz sagen, um was es geht und die Aufmerksamkeit des Lesers an sich ziehen, quasi, dass man den Leser interessiert macht, dass er das auch lesen will. Ihr macht immer schöne Absätze nach jedem Argument. Hier habt ihr Beispiele, wie man Argumente anführen kann. Firstly, another argument for or against, people think that, bla bla. Und wie gesagt, wenn ihr dann den Turning Point habt, dann müsst ihr irgendwas mit however oder on the other hand, dass der Leser kapiert, ach so, jetzt kommt das andere, okay. Und dann macht ihr wieder firstly, secondly, another argument. Und für die Conclusion, die Schlussfolgerung, da dürft ihr eure persönliche Meinung reinbringen. Ja? Also to sum up, I personally think, I would say, after looking at all the arguments, I personally believe that computer games shouldn't be a subject at school. Punkt. Und das war es im Prinzip schon. Das bedeutet, wenn ihr eine Argumentation, eine Written Discussion schreibt, dann sieht eure Gliederung im Prinzip so aus. Ihr fangt an mit dem stärksten Argument der Gegenseite, habt dann das schwächste Argument der Gegenseite, dann habt ihr euren Turning Point, on the other hand, however, schwächstes Argument, stärkstes Argument, Conclusion, Introduction. Also Intro and Conclusion. And that's it. So, was ist jetzt eure Aufgabe? I want you to write a typical written discussion. Once again, you have the introduction, arguments for, against, conclusion. And the topic is tattoos. Are they a good idea or not? So, with some of you, I've already talked about having tattoos, getting a tattoo, pros and cons. For all the others, I think that's a topic that everybody has an opinion on. And I want you to type it and send it to me via email. Type it, send it to me via email. If you have questions, feel free to ask. If not, have fun and don't forget to spell check before you send it to me. Bye bye.